Hierhin, Sitz, Platz, drehen, Sitz und Pfote, High Five, High Five. Ich habe mir jetzt endlich mal neue Helme bestellt, weil mein Helm, das hier ist mein alter Helm, ist schon ziemlich alt, ich glaube über 5 Jahre, und da empfiehlt es sich eigentlich auch mal, sich einen neuen anzuschaffen, einfach um nochmal maximale Sicherheit zu gewährleisten, und außerdem ist der halt auch ziemlich schwer und ist an mir auch immer super groß, und ja, auch so einfach rein aus optischer Sicht hatte ich da langsam Lust auf einen neuen. Und da habe ich mir halt diese hier bestellt. Also ich habe gleich mehrere bestellt, weil immer die Farbe in echt anders aussehen kann als online und natürlich die Form auch irgendwie anders sein kann als erwartet. Und farblich sah dieser online auch sehr anders aus, also eher mehr beige, weiß fast schon, und in echt sieht er echt fast schon hellgelb aus. Und dieser hier sollte auch ein grauer sein, hat hier aber so einen, ja, so leichten Blaustich. Fast schon irgendwie wie die Wand. Und der hier ist von der Farbe her relativ farbgetreu geblieben. Muss ich dann mal gucken, wie die jetzt aufgesetzt sind und welcher mir dann am besten gefällt. So, angefangen mit dem gelben Modell. Vom Sitz her ist es auf jeden Fall sehr angenehm. Es ist fest genug, aber presst sozusagen nicht zu sehr gegen den Kopf. Wirkt auf jeden Fall so schon mal sehr bequem. Und die Farbe finde ich eigentlich auch ganz cool, auch wenn es gelblich ist. So, das ist jetzt der hellblaue. Ist ein bisschen neutraler von der Farbe her, glaube ich. Ja, also man hat immer so ein bisschen so einen hellen Kopf, habe ich das Gefühl, weil man, vor allem wenn man so klein ist wie ich, dann kann man diesen Atomameisen-Look wohl wahrscheinlich nicht ganz vermeiden, aber es sieht auf jeden Fall besser aus als mein aktueller Helm. Ich gucke jetzt nochmal den letzten Helm an. Okay, hier habe ich auf jeden Fall ein Gegenbeispiel, wie ein Helm nicht sitzen sollte. Also ich merke es halt an verschiedenen Stellen. Wenn der jetzt so ein bisschen halbwegs an der Stirn sitzt, naja, mehr oder weniger, dann habe ich hier halt total den Druck drauf, der unangenehm ist und auch blöd aussieht. Und hier nee, das ist irgendwie, das passt irgendwie so gar nicht. Und wenn ich das aber so ein bisschen nach vorne mache, so dass es an den Wangen nicht so stark drückt, ist es dann aber an der Stirn total unbequem. Da weiß ich jetzt schon, dass mir dann der Bereich nach irgendwie 10 Minuten einschlafen wird und ich da eine richtig krasse rote Stelle habe. Okay, also der gefällt mir zwar rein optisch von den Farben her am meisten, aber sitzt halt so schlecht. Der ist auf jeden Fall eliminiert. Ja, ich glaube, ich würde mich am ehesten für diesen Helm hier entscheiden, weil der farblich einfach ein bisschen neutraler ist und ich glaube dann zu mehr Outfits passt. Außerdem, dadurch, dass das Motorrad von Johannes, also die BMW, ja so elfenbeinfarben ist es nicht exakt passend zu der Farbe, und ich finde, dann würde sich das viel eher beißen, als wenn ich eine komplett andere Farbe tragen würde auf dem Kopf. Und ja, das würde, glaube ich, einfach besser aussehen. Und ja, ich finde den Helm auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich mag halt einfach dieses dunkelbraune Leder, beziehungsweise fast schon weinrote Leder, und sieht einfach schick aus, finde ich sehr, sehr gut. Und ich habe mir im Vorfeld schon mal sowas hier bestellt. Also die Helme kommen auch schon mit solchen kleinen Visieren. Aber wenn man dann doch irgendwie mal doch kurz auf die Autobahn müsste, dann ist es schon angenehmer, so ein bisschen größeres Visier zu haben, weil eine Sonnenbrille reicht dann doch nicht so aus. Also man kriegt sehr, sehr schnell Sachen in die Augen. Und ich hatte ja schon letztes Jahr den Fall, wo ich durch irgendwie irgendwas im Wind was ins Auge bekommen habe, und am nächsten Tag hatte ich dann halt wirklich so eine Verletzung auf der Hornhaut.
Und diese Erfahrung würde ich gerne nicht wiederholen, weil das war eins der schmerzhaftesten Erfahrungen, die ich machen musste und super unangenehm. Und ja, deswegen ist das auf jeden Fall praktisch zu haben. Ich denke, das wird jetzt mein Helm sein in Zukunft, zumindest wenn wir halt überwiegend in der Stadt unterwegs sind. Und wir werden jetzt auch demnächst direkt wohin fahren und wollte diese Tasche nehmen. Und das passt auch einfach exakt zu dem Helm, was ich sehr, sehr cool finde. Ich denke, damit bin ich happy mit der Auswahl. Wie es regnet. Das Ding ist doch einfach normal, ne? Der Stand. Raffi liest erstmal das Magazin. Wer kriegt das? Ich. Bin schon fertig. Den einen Stand, die haben so auch die Wege. Heute kam endlich meine Cravers-Bestellung an. Mit ganz, ganz viel Haselnussmus. Das ist jetzt die Kakao-Variante. Und heute aber noch diese hier geholt. Das habe ich bei Daisy gegessen und war so, wow, das ist so lecker. Das wollte ich unbedingt bestellen. Und dann hatten die noch eine dritte Variante. Die Sweet-Version. Ich wollte da einfach mal alle ausprobieren und die Kakao-Variante gab es mir im 6er-Pack. Dachte ich, ja, früher oder später wird es bei uns schon leer gehen. Und ja, freue mich dann, das immer auf mein Müsli zu machen oder für so Snacks auf irgendwie so Dinkelwaffeln oder Mais-Amaranth-Waffeln oder so. Finde ich auch sehr, sehr lecker. Kann ich kurz? Curry Icon. Ich habe hier ein paar neue Sachen von Arket und ich dachte mir, wir probieren die jetzt gleich mal zusammen an. So, da haben wir als erstes dieses Tanktop-Kleid. Also es hat halt diesen Racerback-Schnitt und ja, so Schlitze an der Seite. Was ich aber besonders schön finde, ist diese Struktur. Das macht es irgendwie ein bisschen ja, lässiger und auch irgendwie besonders. Ja, gefällt mir sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die besten Schuhe dazu angezogen habe. Ich wollte irgendwie was Flaches dazu anziehen. Hier mal so mit der Jodie Bag von Bottega Veneta kombiniert. Ja, wäre ein cooles Outfit. So, dann haben wir als nächstes einen Badeanzug. Ich habe jetzt hier so die Jeans halt drüber, damit ich mir nicht komisch vorkomme, mich im Badeanzug zu filmen, aber ja, um euch den Badeanzug halbwegs zeigen zu können. Der ist relativ klassisch für einen Badeanzug, also hier so einfach ein bisschen breitere Träger und dann einen Rückenausschnitt und ich mag auch hier den Stoff, das ist hier dieses strukturierte, ich habe vergessen, wie man das nennt. Aber das mag ich ganz gerne bei so Badesachen, weil dann zeichnet sich nicht irgendwie alles sofort ab. Aber auf jeden Fall mag ich die Farbe sehr, sehr gerne. Das ist irgendwie so ein cooles, rötliches Braun. So, dann habe ich hierzu jetzt noch Flipflops angezogen
Und ja, man kann es auch easy zu einer Jeans, Hose oder auch Rock anziehen. Funktioniert echt gut. Und das wäre jetzt eigentlich auch schon das nächste Teil, also die Jeans. Es ist die Rose Jeans. Die hat so, von der Farbe her ist sie so ein gräuliches Weiß. Also es ist nicht so ein strahlendes Weiß, was ich sehr gut finde bei weißen Jeans. Und die ist bei mir zum ersten Mal auch mal cropped, also die ist am Model cropped und an mir auch immer noch. Weil sonst ist es meistens so, dass sie am Model cropped ist und bei mir dann bodenlang. Aber ja, für mich ist es dann auch eine Cropped Jeans, was ich sehr, sehr befürworte, weil das irgendwie so eine gute Option ist für den Sommer, weil ja, so eine ganz lange Jeans ist dann vielleicht doch ein bisschen zu schwer und zu angezogen. Aber ich ziehe trotzdem gerne Jeans im Sommer an und deswegen ist das eigentlich ganz gut. Es wirkt einfach ein bisschen leichter. Ich habe sie in der Größe 25. Ich habe sonst früher immer bei den Arcade Jeans 26 getragen, aber bei den neuesten Modellen passt mir 25 am besten. Und dann kombiniere ich dazu noch eine Tasche. Ja, wow, das passt richtig perfekt zum Badeanzug irgendwie. Das wäre auf jeden Fall ein schöner Sommerlook. Wir bleiben bei den braunen Farben, aber es wird so ein bisschen schicker. Das ist jetzt so ein asymmetrisches Kleid. Ja, hier kann man schon so ein bisschen sehen, es zeichnet sich auf jeden Fall ein bisschen mehr ab, weil es so ein relativ glatter Stoff ist. Aber die Länge ist irgendwie ganz schön und die Farbe mag ich sehr gerne. Ja, wäre auf jeden Fall ein cooler Look. Ich habe mal so die Totem-Sandalen dazu angezogen. So zum abends weggehen, mal so ein bisschen mehr sexy wäre das. Vor allem mit der Tasche finde ich das einen coolen Look. Das ist irgendwie so Bottega Veneta von vor ein paar Jahren. Ich muss nur gucken, ob das so wirklich hier funktioniert für mich. Aber an sich ein schönes Teil. Als nächstes haben wir hier diese Leinenhose. Und das ist so ein ganz typisches Beuteschema von mir für Sommer. Also lange Leinenhose und am liebsten auch mit Streifen. Und diese ist halt dann zumindest mal aus der aktuellen Kollektion und immer noch erhältlich. Und das wäre auch so gerade meine aktuelle Uniform. Also einfach so ein Pullover, dann entweder Flipflops oder Ballerinas. Und dann als Tasche einfach hier diesen alten Celine-Shopper und fertig wäre mein Outfit. Sowas trage ich auf jeden Fall immer sehr, sehr gerne. Von der Länge her passt es eigentlich auch ganz gut. Entweder ziehe ich die hier so ein bisschen hoch und binde mir das so ein bisschen enger zusammen oder ich mache halt immer hier den hier. Ich falte das einmal so um. Und dann hat es für mich eigentlich schon die perfekte Länge. Und meistens ziehe ich irgendwie Sachen an, wo man dann den Bund nicht sieht. Und ja, dann muss ich das nicht extra kürzen. Super easy. Aufpassen, okay? Mhm. Ab hier rutscht es nicht mehr. Heute wäre so der erste Tag ungefähr, wo man endlich mal an den See fahren könnte. Und das machen wir heute. Vorher gehen wir noch zusammen frühstücken mit
Erika und Emil und deswegen bin ich hier auch noch so ein bisschen schicker unterwegs mit meinen Chanel Ballerinas. Aber ja, das ist so ungefähr dann auch mein See-Outfit. Ich habe dann hier so einen Tanktop drunter, dann kann ich hier den Pulli ausziehen. Aber wenn es dann doch noch ein bisschen kühler oder windig sein sollte, habe ich halt diesen Pullover. Der ist ein bisschen älter, der ist von Edited. Und die Shorts sind auch älter, die sind von COS. Ich glaube aber, dass sie die immer jedes Jahr rausbringen, wenn ich mich nicht irre. Und ja, dann Sonnenbrille von Celine. Die ist so ein bisschen schief von meinen Motorradhelmen. Armband habe ich relativ neu. Das ist von Le Sundial. Eine sehr, sehr schöne Marke und ein sehr, sehr schönes Armband. Trage ich sehr, sehr gerne, seitdem ich das habe. Und dann werde ich als Tasche diese Flechttasche von COS nehmen und da Decke, Trinken, Snacks und so weiter reinmachen. Das ist nämlich so eine Tasche, die man gut ins Auto schmeißen kann oder in der Sonne liegen lassen kann und wo ich mir einfach nicht so großartig Sorgen machen muss. Die kann relativ viel ab. Und ja, dann habe ich auch Wechselschuhe dann dabei. Weil damit werde ich nicht zum See laufen, falls wir ein bisschen länger laufen müssen oder im Sand oder wie auch immer. Und ja, das ist zumindest mein Outfit. Und ich weiß jetzt schon, dass ich es viele, viele Male wiederholen werde. Das mit dem Alter ist voll. Special contract, you know? Good? Yeah. Yeah? Looks rather beautiful, I have to say. Dankeschön. Das zu schmecken. Danke dir. Dankeschön. Nee, ich habe ja nichts an Augen. Ja, ich glaube, ich ziehe Blazer erstmal auf. Und dann
Ja, Gut, dass wir das geübt haben. schön auf die Church. Und jetzt das Gesicht rein. Wir hatten jetzt eben einen kleinen Schreckmoment hier im Haus, weil eine Nachbarin hat überall geklopft und geklingelt und es hieß dann, dass es im ersten Stock brennt und meine andere Nachbarin in meiner Etage und ich dachten dann, dass es halt wirklich jetzt hier direkt im Haus eine Wohnung wäre. Und ja, aber zum Glück war es nur so ein ganz kleines Feuer in der Bäckerei bei uns, was nicht direkt in unserem Gebäude ist. Das war dann schnell irgendwie unter Kontrolle und alles. Aber ja, das war echt so ein kleiner Schreckmoment. So, okay, was nehme ich? Erstmal mein Handy und Portemonnaie, weil mein Bruder eigentlich auch heute aus Hamburg herkommt. Und ja, bin froh, dass es auch ja, nichts Schlimmes war, nur was Kleines. Ja, wunderbar. Dankeschön. Danke. Auch mal gefragt, was sind denn diese fucking Unterschiede? Man kann doch eigentlich... So, wir haben jetzt endlich die Heizungsverkleidungen hier im Wohnzimmer eingebaut. Ich habe angefangen ein bisschen zu filmen und dann habe ich doch nicht den Aufbau gefilmt. Aber ich habe das ja schon mal in einem anderen Vlog gehabt, den ich euch dann verlinken werde, irgendwie hier oben in der Ecke. Falls ihr euch das nochmal genauer ansehen wollt, das ist immer irgendwie das gleiche Prinzip eigentlich. Und ja, so sieht das jetzt im Wohnzimmer aus. Ja, so viel schöner, als wenn man die Heizungen sieht. Und jetzt, wo man die Heizungen sowieso nicht benutzt, ist das endlich ein bisschen kompletter. Ja, wir können uns noch überlegen, ob wir die so weiß lassen, sodass es dann irgendwie einheitlich ist mit den Fensterrahmen, oder ob wir die auch in Strong White von Farrow & Ball streichen werden. Das können wir uns noch überlegen. Ein bisschen nachstreichen müssen wir die nämlich sowieso, weil das sind jetzt nicht welche aus höchster Qualität, wie man zum Beispiel hier erkennen kann. Das kam halt schon so an, dass die Farbe abgesplittert ist und auch nicht so ganz deckend ist, hier so über das Gitter. Aber okay, was anderes habe ich jetzt auch nicht so wirklich erwartet bei dem Preis. Aber es ist allemal besser als vorher und ja. So sieht das jetzt aus. Ich gehe mal noch ein bisschen weiter weg. Ja, sieht jetzt so richtig schön wohnlich aus.
irgendwie läuft mein neuestes 7 Days 7 Looks Video nicht so gut wie normalerweise. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich sonst diese Videos immer sonntags hochlade. Aber ja, das wurde jetzt irgendwie nicht so gut geklickt. Das heißt, wenn ihr das übersehen habt in euren Abo-Feed oder so und euch meine Outfit-Videos sonst eigentlich immer interessieren, dann schaut da doch gerne nochmal rein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja. So, ich glaube, ich habe in diesem Vlog noch gar nicht so direkt in die Kamera gesprochen, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, es gab wahrscheinlich auch kein Intro. Ich wollte mich einfach noch mal kurz zu Wort melden, einfach um so ein bisschen den letzten Monat Revue passieren zu lassen. Der war bei mir so ein bisschen durchmischt. Also irgendwie die erste Hälfte war für mich relativ stressig und mental einfach ein bisschen viel. Da habe ich mir auf jeden Fall schon gedacht, dass ich jetzt so die nächste Zeit beruflich so ein bisschen ruhiger machen möchte. Also ich will trotzdem noch alle Vlogs immer online bringen und auch immer ein Styling-Video. Also so die Sachen, die ich sowieso immer eingeplant hätte. Aber ich werde jetzt keine großartigen Jobs mehr annehmen jetzt für die Sommermonate. Einfach um es so ein bisschen gechillter zu machen. Ist natürlich eine privilegierte Aussage, dass ich das so entscheiden kann. Aber ja, ich will einfach so ein bisschen mal Sommer in Berlin genießen, wenn ihr wisst, was ich meine. Also so richtig, wenn es dann schön draußen ist, sagen zu können, ich kann jetzt irgendwie rausgehen. Ja, und außerdem müssen wir ja noch unsere Hochzeit planen. Das haben Johannes und ich auf jeden Fall auch sehr lange vor uns hergeschoben. Aber jetzt gerät die Sache endlich so ein bisschen ins Rollen und wir arbeiten so nach und nach alle Sachen ab. Und ich war auch diesen Monat zusammen mit Storm bei meiner Brautkleidanprobe. Ja, shit is getting real. Das war auf jeden Fall so einer dieser Momente. War auf jeden Fall auch eine schöne Erfahrung, das zusammen mit Storm gemacht zu haben. Und ja, seitdem machen wir mehr und mehr Fortschritte, was die Planung angeht. Also bei uns ist es in 4 Monaten soweit. Und ja, bis vor kurzem hatten wir eigentlich quasi noch nichts so wirklich. Aber jetzt so langsam wird's. Und ja, ich glaube, ich habe so ein paar Sachen gefilmt von der Anprobe. Ich weiß nicht ganz genau, wie viel ich jetzt hier reinmache, aber so ein paar Snippets, aber damit ihr da mal den Kontext dazu habt, weil ich glaube, viele haben es gar nicht mitbekommen mit unserer Verlobung. Wir sind ja schon, ich glaube, 1,5 Jahre verlobt. Die Zeit vergeht auch so schnell. Und wenn wir dann heiraten, sind es fast 2 Jahre. Aber ja, ich finde, eine lange Verlobung ist auch irgendwie was Schönes. Also warum nicht? Warum die Eile? Ja, das ist auf jeden Fall diesen Monat passiert und das ist auch etwas, was mich die nächsten Monate intensiver beschäftigen wird und deswegen will ich mir dafür halt so ein bisschen mehr Zeit einräumen. Und es ist so lustig, ich habe mit meiner Mama telefoniert und sie meinte, ja, du bist bestimmt auch sehr wählerisch. Und nee, ich glaube, das ist es irgendwie nicht. Also ich bin nicht unbedingt wählerisch, ich weiß, was ich möchte, aber es ist nicht mal so, dass ich richtig viel recherchiere und mir 1 Million Optionen angucke, sondern ich will es schon irgendwie so super einfach haben. Okay, wir machen das einfach so, wir machen es einfach so. So wäre es irgendwie am praktischsten. Klingt jetzt so blöd irgendwie. Aber nee, ich glaube nicht, dass es irgendwie stressig ist, weil ich wählerisch bin, sondern weil es einfach, wenn man halt am Anfang vor so einem Berg an Aufgaben steht oder Entscheidungen, die man treffen muss, dann ist es halt wirklich schwierig, da anzufangen. Aber sobald man dann irgendwie drin ist, dann geht es irgendwie. Ja, und wenn man einen Wedding-Planer hat, dann ist es, glaube ich, auch nochmal einfacher. Wir haben halt keinen, weil da wollte ich mich auch irgendwie nicht damit befassen, überhaupt einen rauszusuchen. Und ich rede so in Ich-Form, weil viele Entscheidungssachen auch irgendwie von mir kommen. Johannes ist da relativ easy und er hätte einfach auch nicht so, er ist halt nicht so viel ausgesetzt gegenüber Hochzeitscontent im Gegensatz zu mir und weiß da, glaube ich, gar nicht so wirklich, was für Möglichkeiten man hätte oder wie man was machen könnte. Und er meinte, er vertraut mir da sowieso sehr und ich komme dann auch zu ihm dann und zeige ihm halt, okay, hier, ich habe mir so das und das gedacht und wir kommen da eigentlich immer super schnell auf einen Nenner. Mal sehen, vielleicht gibt es ja auch so ein paar Sachen, die ich euch dann doch noch irgendwie zeigen kann.
So, ansonsten die nächsten Pläne wäre zum Beispiel, weil das so gerade in meinem Hintergrund ist, dieses Bild hier aufzuhängen, dieses schöne Bild von Anela Trimmel in diesem schönen dunkelgrün, so ein Ölgemälde, Ölbild. Und das möchte ich entweder hierhin anbringen oder, jetzt seht ihr mein Chaos im Hintergrund, oder an diese Wand. Aber ja, ich muss hier erstmal das Ganze ordnen. Dieses Sideboard möchte ich nämlich umtauschen gegen ein anderes Sideboard. Also das möchte ich irgendwie auf eBay Kleinanzeigen oder so reinstellen. Und dann habe ich schon, weil ich so voreilig war, schon ein neues Töko Sideboard bestellt. Und zwar im Grunde genau das gleiche wie das hier, damit es halt so gespiegelt wird und hier nicht ganz so viele verschiedene Oberflächen und Farben und so zusammenkommen, sondern dass da einfach ein bisschen mehr Harmonie und Stimmigkeit reinkommt. Aber ja, das muss ich dann noch irgendwie verkaufen, damit ich das neue Sideboard auch finanziell wieder reinbekomme, hoffentlich. Naja, teilweise zumindest. Und ja, dann kann ich irgendwie besser gucken, ob mir das Bild mehr da gefällt oder mehr da. Da ist auch noch Chaos. Ja, das ist auf jeden Fall so mein nächster Interior-Plan. Und ansonsten, wie sieht es in der Gaming-Front aus? Also wir haben ja im letzten Monat, glaube ich, schon Star Wars runtergeladen und gespielt. Naja, nicht wir, eigentlich nur Johannes, und ich habe eigentlich kaum zugeguckt bei diesem Spiel, weil ich irgendwie nicht dazu kam. Aber das spielt er momentan auch nicht mehr so wirklich, weil ihn die Performance irgendwie auch gestört hat. Und auch er kam halt zeitlich einfach nicht dazu. Ich habe aber an irgendeinem Wochenende ziemlich zufällig so das Gefühl gehabt, ach, irgendwie will ich anfangen, Red Dead Redemption 2 zu spielen. Nur ist das bei PlayStation dann meistens so, man hat mal Bock drauf und legt die CD ein und will das dann wieder installieren. Wir hatten das halt schon ewig mal. Also Johannes hat es gespielt, ich noch nicht. Und dann musst du halt erstmal 2 Stunden warten, bis du überhaupt spielen kannst. Ja, aber ich bin trotzdem dazu gekommen und das hat mir auch echt Spaß gemacht. Ich würde es gern weiter spielen, aber mal gucken, je nachdem. Wenn es mal wieder Regenwetter gibt oder irgendwie sowas, ist natürlich jetzt nicht die Saison für PlayStation. Aber lustigerweise kommt jetzt demnächst Diablo 4 raus, wo vor allem Johannes sehr, sehr drauf hingefiebert hat. Und ich freue mich eigentlich auch drauf, weil wir das dann mal wieder zu zweit spielen können, so richtig Couch-Koop, und uns aber auch mit anderen Freunden zuschalten können und in der Gruppe zusammen spielen können, was sehr, sehr cool ist. Aber ja, mal gucken, wie das dann in der Umsetzung aussieht, gerade wenn das Wetter so schön ist und man rausgehen möchte. Dann will ich jetzt nicht unnötig alles in die Länge ziehen. Ich glaube, ich habe so alles mehr oder weniger gesagt, was ich sagen wollte, was auch nicht viel war, aber okay. Aber ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!